Ja, ein echter Marathon. So viele Modelle und alle muss man zeigen. Das ist jetzt der Freedom auf Mercedes-Benz Sprinter in der Variante Chamäleon. Und der Elia persönlich ist unter anderem verantwortlich für diese tollen Namen. Aber ich nehme an, ihr habt einen Namensfindungsprozess, der ähnlich kompliziert ist wie die Auswahl von Stoffen bei Kunden, oder? Man muss ja verschiedene Namen haben, dass man die Grundrisse unterscheiden kann. Wir haben hier das Freedom-Konzept, das 4x4 Allrad-Konzept, wieder 5,93 Meter Mercedes-Benz Sprinter, 1,99 Meter breit, zuschaubarer Allrad mit Untersetzung, verstärkte Hinterachse, verstärktes Fahrwerk. Und innen drin hat das Fahrzeug jetzt den Chamäleon-Ausbau. Den Chamäleon-Ausbau. Es hat Weltenbummler-Charakter, das heißt also, das ist ein richtiges Fahrzeug, damit kann ich die ganze Welt bereisen. Das ist ein Fahrzeug für jemand, der Europa, Afrika und sonst verreisen will. Das heißt, es ist ein Weltenbummler-Fahrzeug. Ja, es ist sehr unauffällig, nicht so protzig, sehr kompakt. Also es ist auch dezent von allen Farben her. Die wichtigsten Sachen sind natürlich drin, die so sein müssen. Ihr habt ordentliche Reifen drauf. Das ist jetzt was für eine Bereifung? Das sind jetzt hier 18 Zoll Alufelgen. Ich zeige das mal gerade. Und die Bereifung selber? Die Bereifung, das sind die 265er, das maximal Mögliche ohne Verbreiterung der Kotflügel. AT-Reifen. AT-Reifen, genau. AT heißt All-Terrain? All-Terrain mit Winterkennung, das heißt, das sind Ganzjahresreifen, auch fürs Gelände. So, hier ist eine Hutze drauf mit Zyklonfilter. Das ist aber auch Standard in der Sahara. Das heißt also, die angesaugte Luft, die wird erstmal gereinigt von Sand und was weiß ich da alles reinkommt. Die Luft wird hier oben angesaugt, statt vorne durch den Grill und bleibt hier oben auch sichtbar stehen. Das heißt, der Kunde kann sehen, jetzt ist mein Zyklonfilter voll, kann den leer machen und wieder draufstecken. Gut, also nicht nur Show wie bei vielen anderen, das ist auch wirklich Metall? Das ist hier echt Metall, also stabil, falls ein Ast oder was auch immer drankommt, Kunststoff würde abbrechen. Das ist hier massiv Metall und das Fahrzeug kriegt die Luft von hier oben. Genau, ich habe das Lichtsystem ein bisschen gepimpt. Das heißt, wenn man in der Wüste ist, wirklich immer dunkel, dann hat man die Möglichkeit, dann schon Zusatzlicht einzuschalten. Das geht. Der hat jetzt haben wir von vorne gesehen, die LED-Strahler. Das sind Zusatzstrahler fürs Gelände. Und dann ist es wirklich nachher Taglicht vorne dran. Ja, da habt ihr sogar ein eigenes Panel, da kann man die wählen. Der Kunde kann sich selber mal angucken, das geht. Wir haben drüben einige Strahler als Muster, die kann man einschalten und der Kunde kann sagen, der eine oder andere Strahler gefällt mir, den möchte ich haben. Das ist auch ein Freedom, den werden wir gleich mal zeigen, wo wir gerade vorbeigegangen sind. Das ist der Grundriss. Der Chamäleon, Name ist hier auch Programm. Das Fahrzeug kann den Anwendungszweck wechseln. Das heißt, das Fahrzeug ist konzipiert für 3 Anwendungsgebiete. Erstens ein optimales Längsbettfahrzeug für 2 Personen. Zweitens, das könnte auch zu einem Bus werden für 6 Personen oder aber auch zu einem Motorradtransporter. Das heißt, wir haben hier 3 Anwendungsgebiete, werden wir gleich zeigen. Wenn du sagst 6 Personen, hat der 6 Sitzplätze eingetragen? Kann, wenn man es möchte, wenn man es braucht. Aber ist es vorgesehen zunächst mal für 2 Personen? In der Serie hat das Fahrzeug 2, weil nicht alle wollen zu 6 fahren. Aber wir haben nachher den Platz für 2 Doppelsitzbänke, damit man auch zu 6 fahren kann. Also was ziemlich genial gelöst ist, du verschenkst keinen Platz tagsüber. Du hast also eine richtige Sitzbank, unglaublich viel Platz. Was? Also wir haben hier eine komfortable U-Sitzgruppe, 2 Meter lang, 70 Zentimeter entweder Einzelbetten getrennt oder auch Doppelbett. Das heißt, das Besondere hier ist, man hat zwei Einzelbetten. Das hintere Teil kann rausgenommen werden. Dann hat man hier 2 getrennte Betten oder ein Doppelbett. Das Besondere an diesem Konzept ist, deswegen heißt er auch Chamäleon, ist aber, dass wir hier eine Ladefläche von 2,50 Meter bekommen und somit den größten Stauraum in einem Kastenwagen. Ich befürchte Schlimmes. Du kannst es hochklappen. Das heißt, das ist hier der normale Stauraum für normale Sachen. Man kann aber auch ganz klar das ganze Teil hier hochklappen. Und wir haben hier 2,50 Meter. Und jetzt kann man sagen, ich möchte zu 6 fahren. Man kann 2 Doppelsitzbänke einbauen oder man kann Motorrad rausziehen. Vorne ist eine Seilwinde. Da kann man das Motorrad per Knopfdruck reinziehen. Oder auch, was weiß ich, man hat Stauraum. Hier passen 2 Euro Paletten rein.
Hier passen 2-Euro-Paletten rein. Also das bedeutet, viele Menschen benutzen ja die Fahrzeuge auch als Alltagsfahrzeuge. Das geht ja hier in dem Fall. Kompakte Maße, 6 Meter lang. 5,93 Meter lang, 1,99 Meter breit und innen drin 2,50 Meter Ladefläche. So, 2,50 Meter Ladefläche. Also ein belastbarer Boden ist hier mit drin, Vinylboden. Das ist hier jetzt Vinylboden. So, das Ganze. Wenn du mal gerade so nett bist, das nochmal zurückbaust, sei mal so nett. Also das man mal sieht. Also tagsüber habe ich eine Doppelsitzbank. Also man hat hier mehrere Möglichkeiten. Entweder 2 Einzelbetten oder eine schöne U-Sitzgruppe zum Rumlümmeln oder ein Doppelbett oder nur ein Einzelbett mit Ladefläche. Das heißt, hier ist die Flexibilität enorm. Deswegen heißt er auch Chamäleon, weil man ihn für mehrere Bereiche anwenden kann. Okay, das heißt, ich könnte zum Beispiel auf einer Seite ein Bett gemacht lassen, wenn ich alleine fahre. Das Bett kann gemacht bleiben. Das Fahrzeug bin ich selbst 3 Jahre gefahren. Ich habe immer das Motorrad mitgenommen. Wenn ich alleine unterwegs war, stand das Motorrad drin. Ich habe nebendran geschlafen, war meine Frau dabei, haben das Motorrad rausgenommen und dann haben wir ein Doppelbett gebaut. Warte, ich zeige mal gerade die Winde. Von der anderen Seite komme ich mal rein. Also das ist der Haupteingang. Direkt am Eingang hast du natürlich ein paar Accessoires hier reingemacht, die so ein bisschen, ich sag mal, dazu passen. Du hast es ziemlich gemein gemacht. Das sieht gut aus. Das macht richtig Lust, das Auto zu kaufen. Für Motorradfahrer dieses Accessoire. Oben haben wir den Campingtisch. Unten haben wir 2 Campingstühle, verstaut hier. Rechts ist der Regenschirm, sodass alles griffbereit ist und nichts irgendwo im Fahrzeug rumfliegt. So, und der Regenschirm darf natürlich auch nicht fehlen, aber jetzt kommt's. Ich zeige es mal gerade, hier vorne ist eins der Herzstücke, eine Option, die du eingebaut hast, sogar mit einer richtigen Stahlunterkonstruktion, die muss ja richtig was ziehen können. Das heißt, hier haben wir 4 Kantorrahmenkonstruktionen aus Stahl, die ist auch rausnehmbar. Mit der Fernbedienung kann man nachher das Motorrad rein oder rausziehen und somit hat man nachher auch schwere Motorräder per Knopfdruck im Fahrzeug drin oder wieder draußen. Man könnte theoretisch auch das Auto aus dem Dreck ziehen. Das wäre die Seilwinde vorne. Das heißt, es gibt auch Seilwinde für die Stoßstange. Das ist jetzt hier eine reine Seilwinde, um was rein oder rauszuziehen. Okay, also für ein Motorrad reinzuziehen, wer sich auskennt, so ein Ding wiegt ja 300, 400 Kilo. Bei einer großen Maschine, das geht. Also das ist eine 12 Volt Seilwinde, die 2 Tonnen ziehen kann. 2 Tonnen. Okay, da kommen wir gleich mal zu dem Innenraumkonzept. Das Schöne hierbei ist, mach mal bitte zu, dann sieht man es ganz gut. Das Innenraumkonzept ist hier so gemacht, dass man Fahrer-Beifahrer-Bereich abtrennen kann. Ja. Das heißt, wir haben hier 2 Türen. Wenn die Leute in der Stadt sind, möchten nicht, dass Leute reinschauen, man macht die Türen zu, dann sieht er hinten aus wie ein Transporter. Das ist so. Also das lieben viele. Tür zumachen. Auf Wunsch mit Schloss, geht das? Auf Wunsch auch für Schloss. Wenn jemand das Fahrzeug verschifft, dann machen wir von vorne hier ein Schloss dran. Dann kommt keiner mehr rein, falls das Fahrzeug verschifft wird. So, dann kommt anschließend die Nasszelle. Das ist hier ordentlich. Ein Bereich, wo mehrere Sachen drin sind. Die 1,92 Meter Stöhe bei der Karosserieart, die ist gegeben. Hier haben wir einen Kleiderschrank. Warte, ich will mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Kleidung zum Hängen und auch Kleidung zum Legen. Also sehr komfortabel. Viele Leute reisen ja dann auch ein halbes Jahr mit so einem Auto, wenn es etwas weiter weg geht. Also wir haben in der Tat viele Kunden, die mehrere Monate oder sogar 1, 2 Jahre unterwegs sind. Dann braucht man halt auch Platz für Kleidung zum Legen, Platz zum Hängen. So, Duschvorhang ist oben da gibt es dann gleich wieder Kommentare. Warum keine Wand? Die klappert nicht und du kannst den Duschvorhang jederzeit austauschen. Das ist die bessere Wahl. Der Duschvorhang ist praktisch, macht während der Fahrt keine Geräusche. Wenn er nach 10 Jahren kaputt ist, macht man Neues rein. Kleppert während der Fahrt nicht, kann nicht kaputt gehen. Der Vorhang hat in der Regel einen einzigen Nachteil. Wenn man duscht, klebt er ein bisschen am Körper. Und dafür haben wir eine Lösung. Unsere Vorhänge kleben nicht. Wenn der Vorhang nachher zu ist, sind hier überall ringsrum so Scheiben eingebaut. Dann macht man hinter dem Vorhang den Magnet drauf und dann bleibt der Vorhang stehen und kommt nicht zum Körper zurück. Mensch, Daniel Düsentrieb, sage ich nur. Ich habe selbst in dem Auto x-mal geduscht. Ich habe halt die Thematik, ich bin 110 Kilo schwer und bin 1,93 Meter. Ich muss mich bewegen können. Das Konzept mit dem Querbad hat natürlich auch den riesen Vorteil, dass man auch Mordsplatz hat. Das heißt, man hat viel Platz, um sich zu bewegen. Hier kommt das Waschbecken raus. Das heißt, sowohl für den Toilettengang zum Duschen, als auch für die morgendliche Toilette, Zähne putzen, rasieren, Spiegel
Also es ist kein Notbad, was keiner benutzen will, sondern das ist ein richtig tolles Bad, was absolut zweckmäßig ist. Also das Bad ist wirklich so, dass man drin leben kann. Das ist auch genau an der richtigen Stelle. Das heißt, wenn du mal unterwegs Pipi machen musst, bis in Afrika, wo ich glaube, das nicht so schlimm ist, wenn man da mal während der Fahrt aufsteht, was man ja nicht soll. Also es ist eher das habe ich jetzt nicht gehört, man muss immer vorne angeschnallt fahren. Ist es eher in Europa, weil man irgendwo im Stau steht oder die keine Möglichkeit hat. Wenn man steht, kommen wir uns auf Wenn man steht, weil alles andere ist nicht erlaubt. Sehr schön, haben wir gesagt. Wir werden auch nicht dazu aufrufen, hier ist auch nicht gut. Unsere berühmten Lampen, meine Frau besteht drauf, dass wir hier bewegliche Lampen reinmachen. Warum? Das ist direkte und indirekte Beleuchtung zum Schminken. Sehr schön. Das ist auch so hell, dass ich kein Zusatzlicht hier brauche. Das freut mich auch von der Kamera. Zeig nochmal das Waschbecken bitte noch einmal. Das Waschbecken ist hier unten eingebaut, dass man sich auch noch nach vorne beugen kann, wenn man Zähne putzt oder rasiert. Man hat also Platz. Und man hat auch richtig einen großen Spiegel zum Schminken. Ja, vorne und hinten 2 Spiegel. 2. Dass du dich auch sehen kannst beim Rasieren. Nee, es ist eher... Meine Frau konstruiert hier mit, das heißt, man kann die Frisur von vorne und von hinten sehen. Das habe ich gesehen. Also ich habe zum Beispiel mal Haare stehen lassen. Jetzt in diesen Zeiten kaufst du eher so ein, ich nehme an, du hast auch so ein Elektroding. Ich habe auch so einen Elektrorasierer und meine Frau rasiert mich wahrscheinlich mir die Haare. Ja, ich kann aber von hinten gucken, habe ich Haare stehen lassen oder was weiß ich, von der Seite. Weiß ja nicht ganz so blöd. Das hier ist der Duschkopf, den kann man ausziehen. Den kann man rausziehen und hier oben einhängen. Und hier immer den Vorhang mit Magneten fixieren, hier oben. So, das hier ist ein Kastenfahrzeug. Das heißt, alles ist... Das Ganze bei 1,99 Meter Fahrzeugbreite. Phänomenal, schon fast rekordverdächtig. Hier unten haben wir nochmal Stauraum für Handtücher, was auch immer. Und das Fahrzeug hat serienmäßig die Truma Kombi D Dieselheizung. Hier unten haben wir Platz für 2,8 Kilo Butangasflaschen. Die nehmen wir nur zum Kochen. Nur zum Kochen. Wer sich damit auskennt, die halten ewig, die kriegst du auch überall. Also die kleinen kriegst du überall, oder? Das ist ein Weltenbummler-Fahrzeug und die kleinen blauen kriegt man weltweit fast in jedem Land. Das ist so, die gibt es wirklich überall. Und hier ist die zweite Tür, das heißt, wenn man sich zurückziehen will und auf die Toilette sitzen möchte, kannst du machen. kann man sich zurückziehen. Das heißt, du kannst vorne zumachen, hinten zumachen. Zum Duschen machen wir beide Türen zu und dann wird der Vorhang mit Magneten hier fixiert und dann kann man wunderbar drin duschen. Oben ist immer, wenn man duscht, eine Dachluke, die den Dampf abzieht und so geht der Dampf direkt aus dem Fahrzeug raus. Krass. So, denn das Thema Nasszelle, großes Thema, machen viele falsch. Bei Weltenbummler-Fahrzeugen oder bei Offroad-Fahrzeugen oder ich sag mal Offroad-tauglichen Fahrzeugen ist dieses Konzept erprobt. Ich sag mal, nicht nur ihr, haben viele im Programm und das ist so Standard. Das hat sich bewährt, gell? Dass hier genau an der Stelle die Nasszelle ist. Also die Nasszelle ist deswegen hier quer eingebaut, weil wir hier hinten 2,50 Meter Ladefläche haben wollten. Fast alle Fahrzeuge haben die Küche in Fahrtrichtung auf der rechten Seite, die ist hier nach links verfrachtet worden. Denkt dran, wir wollen 2 Euro-Paletten reinmachen können. Das heißt also, du kannst das Auto komplett im Alltag nutzen, die Höhe von dem Auto? Mit Allrad und Dachluke 2,95 Meter. Okay, unter 3 Meter, ganz wichtig für viele. Unter 3 Meter hoch, unter 2 Meter breit und unter 6 Meter lang und unter 3,5 Tonnen. Unter 3,5 Tonnen, das ist, glaube ich, die wichtigste Herausforderung von allen. Das heißt, es ist kein Tag, wo du nicht neue Materialien ausprobierst, kriegt man es noch leichter, aber es muss ja im Endeffekt auch funktionieren. Also wenn man die Stabilität und die Qualität halten will, funktioniert das nicht. Wir haben mit Wabentechnik für Möbelplatten experimentiert, wir haben damals mit Balzerholz experimentiert. Die haben die Qualität und die Festigkeit nicht halten können. 15 mm Pappelsperrholz ist relativ leicht und hält toi 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 30, 35 Jahre. Ja, wir haben ein Video gedreht aus der Fertigung. Du hast mich mal reingucken lassen in jede Schraube. Du hast zu mir gesagt, wir haben nichts zu verbergen. Du bietest auch gerne den Kunden Rundführungen an. In der heutigen Zeit geht das ja nicht. Deswegen haben wir das Video bereitgestellt für alle. Über eine Stunde Rundgang geht heute Nachmittag, heute am 25. auf Sendung. Und das ist so ein bisschen die Basis. Ihr macht alles anders als andere. Ihr habt euch eine Nische gesucht, Autos zu konstruieren, die so aussehen wie der hier, unter 3 Tonnen Leergewicht. Das ist eine Herausforderung. Also ist es wirklich so, dass man sagt, man hat sich auf diese Allradfahrzeuge unter 3,5 Tonnen spezialisiert. Jeder Kunde kann bei uns sehen, wie das Fahrzeug produziert wird, wie die Möbel hergestellt werden. Das heißt, jeder Kunde kann bei uns alles sehen. Wir haben nichts zu verstecken, wir sind in der Manufaktur und produzieren alles hier im Haus.
Ihr habt wirklich hier die Komponenten, wer sich ein bisschen auskennt. Isotherm ist aus dem Schiffsbau, ist das Nonplusultra, ist richtig toll. Das ist ein Kompressorkühlschrank, der ist sowohl auch im Winter als auch bei plus 35, 40 Grad funktioniert optimal. Nimmt ganz wenig Strom. Richtig, also wir haben ja hier 3 Batterien serienmäßig drin, allein für den Wohnbereich 240 Ampere-Stunden. Und das sollte man knapp 4 Tage stehen können, ohne dass der Motor läuft und ohne dass wir Strom haben. Solar-Option? Optional kann man Solaranlage haben. Okay, das machen ja viele, also das wird denn oft mitbestellt auch bei dir? Also ich stelle den Kunden immer eine ganz einfache Frage. Lieber Kunde, stell dir vor, du stehst 3,5 bis 4 Tage ohne Strom, ohne dass der Motor läuft und hast alle Lampen an und der Kühlschrank läuft rund um die Uhr. Reichen dir diese 3,5 bis 4 Tage? Wenn der Kunde sagt ja, braucht er keine Solaranlage. Wenn der Kunde sagt, ich möchte 10 Tage, 2 Wochen stehen, dann machen wir Solaranlage auf dem Dach. Ja, es geht ja darum, du kannst große Ladebooster einbauen. Das bedeutet, während der Fahrt durch die Lichtmaschine werden bis zu 90 Ampere eingelagert. Also wir haben hier serienmäßig in allen unseren Reisemobilen Ladebooster drin. Der bringt 45 Ampere im Stand. Das heißt, sobald der Motor läuft, schießen 45 Ampere auf die Batterie. Und der Grundgedanke ist, der Kunde steht 2-3 Tage, fährt einen halben Tag, steht 2-3 Tage, fährt einen halben Tag. Und somit braucht er nicht einen Campingplatz, der ist vom Strom unabhängig. Also bedeutet, man muss kein Solar haben, aber viele bestellen es trotzdem mit, weil sie sagen, hey, ich möchte ökologisch, genau, ich möchte 2 Wochen stehen oder ich sag mal was auch immer. Wenn ich jetzt in südlichen Gefilden, ja, dann brauche ich so gut wie gar nicht. Also wenn man alle 3 Tage fährt, braucht man keine Solaranlage. Wenn man sagt, ich fahre durch Afrika, bleibt man am einen Platz 1-2 Wochen stehen, sollte man sich eine Solaranlage drauf machen lassen. Okay, verstanden. Das alles kostet ja Gewicht. Also auch so ein Solarpanel wiegt was. Die Solarpanels wiegen 10 bis 20 Kilo, sage ich jetzt mal. Das geht ja um jedes Kilo bei dir, bei 3,5 Tonnen. Also wir haben noch eine Möglichkeit. Der Kunde kann bei uns auch noch sagen, okay, ich will unbedingt 30 Kilo sparen. Da kann man zum Beispiel Lithiumbatterie nehmen statt Gel. Oder wenn der Kunde sagt, ja, 120 Liter Frischwasser ist mir zu viel, dann nehmen wir halt 40 Liter weniger Wasser, dann hat er 40 Kilo mehr Zuladung. Also das ist der Eingang, der ist jetzt bewusst ein bisschen kleiner gewählt. Dafür habe ich die Tische und alles, Stühle habe ich hier auf der Seite. Sieht auch richtig scharf aus am Eingang. Die Optik ist toll. Ja, also ist so, man hat es gut zur Hand. Das heißt, wenn man rausgeht, braucht man nicht an- und ausladen und es steht auch nichts im Weg. Das heißt, bei anderen Fahrzeugen zum Beispiel macht man die Campingstühle nach hinten, dann die Fahrräder vorne drauf. Hier, wenn man draußen ist, kann man die Campingstühle rausnehmen, wieder dran machen, stört nicht. So, auch das Thema Fliegengitter hast du gelöst mit Magnet. Vorhänge als Moskitonetz mit Magnet, macht keine Geräusche und hält auch lange. Da hast du auch spezielle Moskitonetze für finnische Stechmücken, die sind ja besonders klein, habe ich gehört. Also wir haben serienmäßig schwarze Moskitonetze mit Magnete. Ich habe auch gelernt, vielleicht müssen wir mal irgendwann mal Zebra-Streifen-Look machen, weil da sollten die Mücken nicht so extrem drauf fliegen. Es gibt ja Länder, die so ekelhaft sind mit Mücken, dass du also das brauchst. Aber da gibt es verschiedene Tricks. Die Leute, die du, ich sag mal, betreust, hatten oft vorher schon Erfahrung mit dem Thema Weltreisen. Hast du auch neue? Also wir haben zu 30% vielleicht, aber der typische HRZ-Kunde hat schon 2-3 Reisemobile hinter sich, weiß genau, was er will. Und unsere Aufgabe ist zu beraten und er sagt nachher, wie er es haben möchte. Da vorne sieht man schön, dass ich vorne zumachen kann. Ich kann abschließen. Das Thema Sicherheit ist ja für viele wichtig, aber so die Rückmeldung von den Leuten ist, es passiert doch relativ wenig. Also so große Überfälle, wenn man sich an Regeln hält, die kommen doch sehr selten vor. Also es gibt Gebiete auf der Welt, zum Beispiel, wenn man jetzt nach Südfrankreich fährt, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind wahrscheinlich schlimmer wie Afrika. Ja, da passieren die meisten Sachen. Würde ich mich jetzt nicht da hinstellen, wo man einen erwartet. Also bitte auf keinen Fall auf Autobahnraststätte zwischen den LKWs, weil da ist man quasi unter Licht und jeder kann einen sehen. Das Beste ist, man stellt sich irgendwo hin und dann übernachtet man dort, nicht auf Campingplätzen, sondern im Gewerbegebiet, in Wohngebieten und der Kastwagen fällt ja nicht auf und dann verschwindet man nachts. Sehr schön, ja. Ich zeige mal gerade auf der rechten Seite. Das heißt also nicht wie auf dem Präsentierteller sich hinstellen, dort wo man es erwartet. Also das, was alle schreiben, stimmt.
Ich habe also selber auch schon mit Leuten gesprochen, persönlich, die ich kennengelernt habe, die sowas mitgemacht haben auf Rastplätzen, Spanien und das ist negativ. genau, Route Sol, also und so weiter, also diese ganzen Sonnenstraßen und so weiter. So, jetzt haben wir hier diesen Block. Was ist da drin? Warte mal, ich gucke mal gerade die AGC. Ist so hell hier. Geh mal kurz rein. Also wir haben hier oben Staufläche, man versucht da jeden Zentimeter zu nutzen. Wenn ich dich mal kurz fragen darf, da vorne ist eine Grafik, was kann dieses... Wenn du ein Stück zurückgehst, dann ist eine elektrische Schiebetür. Was? Nee. Elektrisch? Es ist eine Option von Mercedes-Benz. Wer eine elektrische Schiebetür haben möchte, kann sie bestellen. Das ist ja genial. Also ich finde die toll. Und die funktioniert gut? Ja, also das ist eine normale Transporter-Schiebetür. Und man kann es sogar so einstellen, dass man eine Schlüssel programmiert, wenn man nachher zum Auto kommt, dass die Tür auch automatisch auf und zu geht. Wenn du sie gerade mal ganz zumachst, sei mal so nett. Das heißt, die hat einen Zwischenstopp. Wenn ich drauf drücke, bleibt sie stehen. Da zu stehen. Das heißt, ich drücke jetzt mal drauf rum nochmal, da geht sie ganz zu. Okay, dann geht sie ganz zu. Also wenn du drauf drückst, bleibt sie stehen, hat er gesagt. Okay, mach nochmal auf. Dankeschön. Das Besondere, was mir direkt auffällt, ist, sie schließt sehr leise. Sie macht nicht dieses Rums. Wenn du dann doch mal irgendwo stehst, du hörst das nicht über 1000 Meter. Das ist der Schluss. Das heißt, die Tür wird erstmal reingezogen und am Schluss wird sie reingezogen, damit der finale Knall fehlt. Setz dich mal kurz dahin, bitte. Ich zeige mal gerade, also hier 2 Flammenkocher mit drin, Dometic, Standard, sehr leicht zu reinigen, weil es geht ineinander über. Dann hier nochmal Stauraum und oben nochmal für Geschirr und Co. oder was auch immer. Stauraum, oben Schränke, Stauraum. Oben ringsherum Dachschränke. Da ist uns der WLAN-Router, der ist immer wichtiger. SAT-Anlagen habt ihr überhaupt keine, oder? Groß im Einsatz. Doch, also WLAN-Router wird hauptsächlich genommen, damit man auch WLAN im Fahrzeug hat. Das Auto hat Satellitenanlage und WLAN. Wir werden nachher einen Blick von oben drauf werfen. Okay, prima. Gehen wir kurz nach oben. Was ich genial finde, ist dieser Tisch. Also wenn es den noch nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Der ist wirklich so, dass man sagt, man kann ihn in allen Richtungen drehen. Ringsrum, man kann ihn abnehmen. Man muss ihn abnehmen, wenn man das Doppelbett baut. So ist man flexibel. Und wenn man den nicht braucht, ist er einfach so aus dem Weg. Ja, cool ist auch, man kann ihn sogar im Schlafen benutzen. Das heißt, du kannst sogar dein Notebook, wenn du schläfst, hinten abstellen und kannst dann schön Fernsehen gucken über das Notebook. Der beste Platz am Reisemobil mit U-Sitzgruppe ist sowieso hier hinten. Wir machen nachher mal die Tür zu, machen ein Polster da hinten hin. Da kann man sich hinsetzen, die Füße ausstrecken. Der Tisch ist auch höhenverstellbar. Da kann man den Tisch quasi über die Beine fahren und hat man quasi im Liegen Beine ausgestreckt, kann man am Laptop arbeiten. Du kannst alles, Seitz Dometic-Fenster, die besten, die ich kenne, wirklich tolle Fenster. Also auf der Seite Schiebefenster, auf der anderen Seite Ausstell, weil bei geöffneter Schiebetür, dass man das nicht aus Versehen vergisst und nachher wird es abrasiert. Ja, und denk dran, je nach Größe nicht offen stehen lassen. Die Leute rennen gern dagegen, das ist meine Erfahrung. Fernsehen, warte mal kurz, ich komme auf die andere Seite. Dann zeige ich mal gerade, hier ist sogar Luxusausstattung für das Segment. Du hast tatsächlich einen Fernseher eingebaut, der ist hier mit drin. Man hat hier Fernseher drin, Satellitenanlage, WLAN-Anschluss. Wir haben jetzt hier diesen Vorfuhr, das sind alles Sonderausstattung. Man muss aber auch ein bisschen mehr zeigen. Achso, du hast ihn ein bisschen voller gemacht, dass du alles mal zeigen kannst. Genau, das heißt, Fernseher, Satellitenanlage wäre Sonderausstattung. Wir haben hier auch Emotionslicht, was auch die Farbe wechselt. Schön, gefällt mir. Alexa, Licht rot. Okay. Das Licht oben. Alexa, Uhrzeit. Es ist 14:58 Uhr. Ich kann dir übrigens die Wettervorhersage zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen. Alexa, wie ist das Wetter in Athen? In Athen, Griechenland, beträgt die Temperatur 17 Grad Celsius bei teilweise sonnigem Himmel. Alexa, stelle einen Timer 10 Minuten. 10 Minuten, ab jetzt. Alexa, spiele mir 1 Live. 1 Live von der ARD Audiothek. Alexa, stopp. Ist ja cool. Ist eine richtige Alexa drin. Also das ist wirklich hier so gemacht, dass mir auch das Licht nachts, wenn man schläft, Emotionslicht, Alexa, Licht aus. Okay.
Emotionslicht oben, kann man per Sprachsteuerung. Das sind Spielereien. Wir haben auch junge Das Kollegen. ist keine Spieler, ich finde das geil. Weil nein, es ist ja so einfach, weil das gibt's ja alles. Man muss es nur miteinander verbinden und die Leute werden jetzt sagen, das gibt's ja schon alles. Aber du hast es so genial integriert, der Halter ist mit drin, das ist ordentlich angeschlossen, du kannst damit Radio hören, das ist wirklich zweckmäßig. Wir haben eine WLAN-Antenne, das heißt, wir haben hier WLAN wie im Hotel. Wir haben hier Sprachsteuerung für das Licht, für Radio, für was auch immer. Und somit muss man auch nicht aufstehen. Das ist so. Also gerade Radio hören macht einen Höllenspaß. Alexa, spiele WDR 3. WDR 3 von der ARD Audiothek. Juden weniger. Alexa, stopp. Alexa, Nachrichten. Um mit der täglichen Zusammenfassung zu beginnen, kannst du ein Update aus Optionen wie Tagesschau, Bild, NTV und Alexa, Deutschlandfunk. Das ist genial. Also wer also noch nie eine Alexa hatte, unbedingt sich mit beschäftigen. Auf Wunsch, du hast die Möglichkeit, das einzubauen direkt. Ja, also das ist eine Option, die der Kunde haben kann. Wie gesagt, alles, was technisch möglich ist und der TÜV erlaubt, können wir machen. Das sind halt so Features, sage ich jetzt mal, der eine mag es, der andere nicht. Aber warum eigentlich nicht? Man hat Radio, man hat mal Lichtsteuerung. Und wenn der Kunde sogar will, können wir das ganze Licht über Alexa laufen lassen. Du hast sogar die Möglichkeit, Informationen von zu Hause, wenn irgendwie der Wasserstand, man ist komplett vernetzt und das funktioniert weltweit. Man hat quasi Internetanschluss mit Sprachsteuerung. Ziemlich cool. Also das nur mal zum Zeigen. Ich habe selber, wie ihr gemerkt habt, ein paar Alexas zu Hause. Also ich kenne die. Ich habe gemerkt, dass du nicht das erste Mal mit Alexa flirtest. Ich kenne die Steuerung. So, du darfst einmal diese eine Tür mal schließen, sei mal so nett, dass wir das sehen. Und das heißt, du kannst ein Doppelbett auch bauen. Das kann man später machen. Das heißt, wenn man entspannt sitzen will, das kann ich gleich mal zeigen. Wenn man entspannt sitzen möchte, dann Tisch ein bisschen höher. Tisch ein bisschen höher. Ich wiederhole mal gerade, was er sagt, weil Macht man den Tisch ein bisschen höher, macht das Polster hier hinten hin. Und jetzt hat man die optimale Fläche zum Relaxen. Ich gehe So. mal rein, zeig das vielleicht. mach mal. In deinem Job fällt es dir wahrscheinlich schwer, mal zu relaxen. Ich bin auch ein Fan der U-Sitzgruppe. Die U-Sitzgruppe. U-Sitzgruppe. Da muss ich mich, also ich kenne nur L-Sitzgruppen. So, das heißt, ich habe saubere Schuhe und jetzt kann ich ganz entspannt meinen Laptop drauf machen oder was auch immer. So kann man nämlich ganz entspannt sitzen. Die Polster sind so, dass man die Arme auflegen kann. Zum Rumlümmeln gibt es eigentlich nichts Schöneres als die U-Sitzgruppe. Das sagt der 53-jährige Elia Akabi, der gerne lümmelt. Das Ganze ist ja so ein bisschen Leidenschaft. Das heißt also, ihr probiert die Fahrzeuge ja selber aus, macht das seit über 40 Jahren. Und das merkt man auch. Das heißt, ihr habt zweckmäßige Autos, bei denen auf Wunsch kein Raum verloren geht. Das heißt, wir haben hier ein Fahrzeug unter 3 Meter Höhe. Ihr bietet auch Hochdachfahrzeuge an, also mit extra Dach. Anderes Konzept. Das hier ist noch mal kompakter, oder? Also das ist hier, wir haben 22 Modelle. Wenn wir sagen, man möchte den luxuriösen unter 6 Metern, dann müssen wir das Bett nach oben bringen, damit wir zum Beispiel eine separate Duschkabine haben. Das ist hier ein praktisches, sportliches Fahrzeug, wo man sagen kann, okay, man kann rumlümmeln, man kann mal Fahrräder, Mountainbikes, was weiß ich, was mitnehmen. Man kann mal einen Halbplatz für 2 Euro Paletten. Ich bin jemand, der quer im Kastenwagen nicht schlafen kann, muss man ganz Du ehrlich bist 1,93, geht nicht. wir werden nachher ein anderes Fahrzeug anschauen. Wenn ich da drin schlafe, muss ich mich ein bisschen zusammenziehen. Deswegen, ich muss längs schlafen. Gut, das ist der Grund, warum ihr auch mehrere Grundrisse habt. Das heißt, die Leute können in normalen Zeiten auch Probe liegen. Ansonsten zeigen wir ja im Moment ganz viele Videos. Ich glaube, so die Lust in die Ferne zu reisen ist wirklich groß. Wie gehst du denn mit Leuten um, die zum Beispiel noch nie in fremden Ländern waren und damit vielleicht unglaublich viel Angst haben, dass die sagen, ich weiß nicht, was passiert da. Es sind wirklich viele unterwegs, oder? Das heißt, man ist da nicht alleine. Also Campen ist ja europaweit. Man braucht nur im Sommer nach Südfrankreich fahren. Jedes dritte Auto ist ein Campingfahrzeug, sage ich mal. Viele, die sagen, okay, wir haben das noch nicht, die werden dahin beraten, dass man sagt, wichtig ist die 3,5 Tonnen Grenze. Das heißt, wenn man keine Einschränkungen haben will, keine Maut zahlen will, keine Fahrverbote haben will, sollte man unter 3,5 Tonnen bleiben. Da muss man aufs Gewicht achten. Und so kann man sagen, jedes Land in Europa hat andere Vorschriften, hat andere Regeln.
Und so, wenn jemand sagt, ich bleibe unter 3 Tonnen, dann fährt er erstmal auf Campingplätze, merkt, aha, ich möchte da nicht bleiben, wo die anderen sind. Und die Kunden, die sich so ein Fahrzeug kaufen, die wollen nicht auf dem Campingplatz, sondern die sagen, okay, die anderen stehen auf dem Campingplatz, die haben vielleicht etwas breitere Fahrzeuge, aber ich möchte schmale Wege fahren, ich möchte überall hin, Amalfiküste rauf und runter fahren, nicht nur in Italien auf dem Campingplatz, sondern wirklich durch Spanien, Frankreich, Italien auch mal in die Wüste fahren. Man hat hier ein SUV, muss man sagen, mit kompakten Abmessungen, 2 Meter Längsbett. Das Fahrzeug bin ich selbst 3 Jahre gefahren und hatten noch vorne einen dritten Sitz für die Tochter. Und das Fahrzeug ist letztes Jahr deswegen weggekommen, weil die Tochter nicht mehr mitfährt. Wir sind jetzt wieder zu zweit. Unsere Tochter hat jetzt ein eigenes Fahrzeug und von daher bauen wir jetzt für uns ein anderes Modell für die Städte, um die Städte kennenzulernen. Komm, wir gehen mal kurz raus, dann zeigen wir nochmal das Konzept, dass man auch mal das Fahrzeug von der Seite mal geschlossen sieht. Elia, wenn du mal so nett bist, mach mal alles zu, bitte. Gerne. Dass wir mal das Fahrzeug mal komplett draufkriegen. Kompakte Maße. Unter 6 Meter, das ist wirklich, also ich merke ja, unsere Videos gehen ja richtig ab wie Schmitz Katze, wenn die Autos unter 6 Meter sinnvolle Raumlösungen bieten. Das ist dir gelungen. Die 6-Meter-Grenze ist ein bisschen eine magische Grenze. Der Kunde hat noch eine Chance, in der Stadt auf einem normalen Pkw-Parkplatz zu stehen. Und wenn das Fahrzeug verschifft wird, sind wir in der Klasse unter 6 Meter, also der Pkw-Klasse. So, komm, wir gehen mal hoch, denn du wolltest mal zeigen, was da so drauf ist. Ich habe zwar einen super Weitwinkel drauf, aber da kann man auch mal so ein bisschen den Unterschied sehen von der ganzen Geschichte. Du hast so einen Klassiker, der heißt Sahara. Ja, das heißt, unser Spitzenmodell auf dem Kastenwagen ist das Modell Sahara. Der hat ein Dachbett von 2,10 Meter Länge oben drin und hinten eine separate Duschkabine. So, hier oben sieht man es. Da ist der Sahara. Der ist auch extrem kompakt, Länge vom Sahara. Die Länge ist genauso bei allen anderen, 5,93 Meter lang, 1,99 Meter breit. Wir waren gerade in diesem Fahrzeug da vorne. Der hat 2,95 Meter Höhe, wie man sieht. Satellitenanlage, WLAN-Antenne und 2 Solarpanels. Ja, wie man sieht, hier Zytrak, das ist eine Sattanlage, die sehr leicht ist. Die wiegt ca. 15 Kilogramm und eingefahren ist die nur 14 Zentimeter hoch. Und da sieht man auch die neuen Solarzellen von Carbest, die du im Einsatz hast. Die sind sehr, sehr leicht. Die sind sehr, sehr leicht. Auf den GFK-Dächer kleben wir die drauf. Auf Kastenwegen oder Kabinen werden sie mit Halter dran gemacht. So, da sieht man es da unten, wie wir das kennen von großen Wohnmobilen. Also da sind Halter mit dabei, aber das funktioniert auch gut? Ja, man darf nicht vergessen, die Fahrzeuge fahren hier 162 km/h. Und aus geräuschtechnischen Gründen und Aerodynamik ist das hier geklebt. Okay, hier vorne sieht man ein schönes Heki. Die Fahrzeuge haben ja 2 Jahre Garantie, aber was ist mit Kulanz, wenn einer mal kommt und sagt, hier, ich habe mal ein bisschen was, ist so nach 2 Jahren, müssen wir einen Geldbeutel auspacken? Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Das heißt, wenn ein Kunde irgendwas hat, er ruft an und wir kümmern uns drum. Also das ist schon mal so. Euch gibt es seit über 40 Jahren. Da vorne steht der Tango. Was kann der Tango tanzen? Der Tango, der hat den Namen Tango, weil das optimierteste 2-Personen-Fahrzeug ist. Das ist eine U-Sitzgruppe mit 2 Meter Längsbett und zum Essen muss man das Bett nicht umbauen. So, das werden wir uns gleich mal angucken. Aber zunächst mal der Freedom in einer anderen Version. Der steht nämlich hier vorne. Und ich bedanke mich erstmal. Wir sind bei HRZ Reisemobile in der Nähe von Heilbronn. In Bretzfeld bei Heilbronn. In Bretzfeld bei Heilbronn. Und gleich gibt es noch mal ein eigenes Video vom Freedom. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. In Bern haben wir ja die Fahrzeuge gezeigt. Wir haben auch ein eigenes Video gemacht über die Fertigung, wo man mal sehen kann, wie werden die Fahrzeuge eigentlich gebaut. Haben mal reingeguckt. Wir hatten jetzt die Zeit, das Ganze mal zu sehen. Ist auch ganz gut geworden. Und das Fahrzeug hier ein bisschen länger, ein klein wenig länger. Ist auch 5,93 Meter lang. Alle Freedom-Konzepte haben die gleiche Länge. So, ist ein bisschen größer von der Optik her. Es wirkt mehr. Kann es die Farbe sein? Es ist die Farbe, weil die Stoßstange mit der dunklen Farbe fast übergeht. Das heißt, hier ist die Front fast einfarbig, sage ich mal. Wenn man zweifarbig nimmt, das ist jetzt hier Moosgrau, diese Farbe. Und dann sieht das Fahrzeug ein bisschen anders aus.
Hier vorne kann man eine helle Farbe sehen, dann ist die Stoßstange noch mehr abgesetzt. Okay, das heißt, ich habe viel mehr Kontrast natürlich. Ja, das ist Geschmackssache. Beim Sprinter stehen uns über 100 Farben zur Verfügung, helle und dunkle Farben. Hier haben wir 3, 4, 5 verschiedene Farben. Das ist jetzt hier die Farbe Kieselgrau. Ich hätte sie jetzt Wüstensand genannt. Achso, das ist die Herstellerfarbe Das Kieselgrau. ist die Mercedes-Benz-Bezeichnung. So, und den werden wir auch nochmal filmen. Also das ist was ganz Besonderes. Der hat eine Kabine oben drauf, Länge auch unter 6 Meter. Das ist wirklich ein extrem gut laufendes Fahrzeug, der Casablanca. Du hast mir erzählt, die Kabine, die kriegst du nicht kaputt. Die kannst du wirklich, nachdem das Auto vielleicht einen Unfallschaden hatte oder egal was vorne, machst du einfach ein neues drunter, ein baugleiches und du kannst sie umbauen, oder? Also die Kabine ist so hergestellt, das Grundmodell ist ein Fahrgestell. Und man setzt die Kabine drauf. Das heißt, theoretisch kann man die Kabine nach 30 Jahren vom Fahrgestell rund wegnehmen, aufs neue Fahrgestell draufsetzen. Aber alles Leichtbau. Das Ganze werden wir uns gleich mal bewaffnen mit so einem Querschnitt. Vielen Dank erstmal. Wenn ich Fragen habe, HRZ, wie kann man euch erreichen? www.hrz-reisemobile.de. Ich zeig mal, da ist eine tolle Jacke an. Ja, der Chamäleon, hier ist er. Toller Name für ein multifunktionsfähiges Fahrzeug, diesmal in einer relativ gut ausgestatteten Variante. Preis, wo liegen wir ungefähr? Circa 100.000 Euro. Bei dem, der hier steht. Der kostet mit Sicherheit 8, 9 mehr wegen den Alufelgen Satellitenanlage. Der Grundpreis ist knapp 100.000. Grundpreis ist knapp 100, dafür kriege ich aber schon ein richtiges Auto für. Natürlich der Wiederverkaufswert ist 1,5 Jahre Wartezeit, also man muss den Leuten ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Also wenn man sich für ein Auto von euch entscheidet, muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Und ja, gleich der Freedom in einer etwas anderen Variante, das wollen wir euch mal nicht vorenthalten. Ein tolles Fahrzeug, auch 4x4 und tschüss, danke, Elia. Danke euch, tschüss.